Erinnerungen an vergangene Momente mit Familie und Freunden gehören zu den wichtigsten Schätzen, die wir haben. Hinter manchen Fotos stecken oft fast vergessene Geschichten von Oma und Opa. Und genau hier beginnt die Idee von Marco Zimmermann. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass Erinnerungen an geliebte Menschen verblassen oder verloren gehen und entwickelte eine App, die ihre Nutzer quasi unsterblich machen sollte. Es ist so ungefähr 10 Jahre her, da ist meine Oma gestorben. Und für mich war das, ich hatte eine sehr gute Bindung zu meiner Oma und das war in der Hinsicht ein krasses Erlebnis für mich, weil mir wurde bewusst, dass sie halt wirklich weg ist. Ja? Und wir sind ja nicht alle berühmt. Ja? Das bedeutet, ja, manche Menschen bleiben halt so in Erinnerung zumindest, aber die meisten ja nicht. Und besonders die in der Regel, die uns halt wichtig sind. Und das hat mich halt traurig gemacht. Und da dachte ich mir, muss irgendwo eine Lösung her, das zu ändern, damit man irgendwie das erhalten kann. Weil die Leben sind ja wertvoll und auch interessant. Jahrelang trug Marco Zimmermann dieses Vorhaben mit sich herum, bis er schließlich ein kleines Team zusammenstellte und in seiner Garage seine Gedanken ausarbeitete. Aus der Idee wurde Remember Me, eine Social-Media-App für die ganze Familie und die engsten Freunde, die damit Erlebnisse und Highlights dokumentieren können. Egal ob aus der Gegenwart oder der Vergangenheit. Mit einem großen Unterschied zu anderen Social-Media-Apps wie Facebook, Instagram und Co. Unsere App ist überhaupt nicht für den Moment einfach was posten weg, sondern bei uns ist es wirklich im Endeffekt die App für die Ewigkeit, sage ich jetzt mal. Man soll seine Gedanken, Geschichten, Fotos, Videos und so weiter mit der Familie teilen können. Einfach und langlebig. Und das ist der große und entscheidende Unterschied. Remember Me ist ein privates Familien- und Freundesnetzwerk und für alle Generationen gedacht. Dennoch möchte Marketingchef Erik Freutel zunächst zwei ganz spezielle Altersgruppen mit der App ansprechen. Im Fokus bei uns stehen aber erstmal ganz klar, weil man kann nicht alle Leute gleichzeitig ansprechen, die jungen Eltern und die jungen Großeltern, weil gerade da der Austausch über die Familie, über die Kinder, über die Enkel, das ist der absolut wichtigste Faktor, dass wir rauskommen aus diesen ganzen Chats, Bilder gehen verloren, Momente gehen verloren und diese Schnelllebigkeit, die wir in jeder anderen Social-Media-Plattform haben, die wollen wir rausnehmen, die wollen wir strukturieren und dafür ist Remember Me die richtige Plattform. Paula und Hannes Zimmer gehören zu den ersten, die die App schon vor der Veröffentlichung nutzen durften. Für die jungen Großeltern ist es besonders wichtig, ihre Vergangenheit und Gegenwart vor allem für ihre Enkel festzuhalten. Ich finde es auch wichtig, dass man, weil man ja jetzt diese technische Möglichkeit auch hat, dass man diese Bilder konservieren kann. Man kann also sagen, ich lege die jetzt in dieser App fest und kann die immer sehen und die sind eben halt nie wieder verschwunden. Ich habe hier Bilder von meinen Eltern oder von meinen Großeltern, da sehe ich das Foto und sehe den Namen und mehr weiß ich nicht. Und das ist eigentlich super, super traurig. Ja? Von meiner Mutter und meinem Vater gibt es keine Bilder, kein nichts mehr. Ich muss im Kopf forschen und weiß jetzt nicht mehr, wie sie aussehen. Damit sich in Zukunft auch noch die Ururenkel an die früheren Generationen erinnern können, bündelt die App bekannte, aber auch neue Funktionen der Social-Media-Welt. Wenn mein Urenkel mal sagt, zeig doch mal her und er sieht, wo ich und meine Frau drauf bin, ist doch herrlich. Die Familie wird in der App als Stammbaum dargestellt. Jeder hat so sein eigenes Profil mit seinen dazugehörigen Fotos und Erinnerungen. Alle Nutzer können Bilder hochladen, sie zu Alben zusammenfassen und diese mit anderen Familienmitgliedern teilen. Gedanken zu einem Schnappschuss lassen sich nicht nur eintippen. Der Clou der App: zu jedem Bild kann eine persönliche Sprachnachricht aufgenommen werden. Das nennt sich dann VoicePic. Komm, wir machen jetzt mal ein Selfie. Gleich mal ein bisschen. Ja. Okay. Haben wir. Schau mal hier. Das Foto da oben. Okay. Wir sind hier auf dem Cumberland House und machen uns einen schönen Tag. Wir sind heute Abend wieder zurück, sind jetzt in Berlin. Wir sehen uns später. In vielen bekannten Social-Media-Apps ist der Datenschutz ein heikles Thema, da diese oft nicht dem europäischen Datenschutz unterliegen. Bei Remember Me ist das bewusst anders. Die Daten liegen ausschließlich auf Servern in Deutschland. Außerdem hält sich die App an alle Regeln und Verordnungen des europäischen Datenschutzes und will so speziell für Familien einen geschützten und sicheren Raum schaffen. Das ist der Kern der App. So muss keine Familie Angst haben, dass beispielsweise die Fotos der Kinder auf Plattformen im Netz landen, wo sie nicht hingehören.
Wie Petra und Hannes Zimmer gehört auch Melanie zu den Nutzern, die die App schon vor dem Release testen durften. Melanie ist Mutter von 2 kleinen Kindern. Für die junge Frau gehört es schon fast zum Alltag, besondere Momente digital zu verewigen. Für sich selbst und ihren Mann, aber auch für die gemeinsamen Kinder, wenn diese mal älter sind. Für mich ist das Verewigen von den schönen Momenten meiner Kinder und von unserer ganzen Familie sehr wichtig. Und wir leben ja in einer Zeit, wo alles sehr schnelllebig ist und man hat keine Zeit, man ist in so einem Strudel. Und von daher ist es super, wenn es schnell und einfach geht. Und das funktioniert mit der App halt einwandfrei. Und man kann es sofort hochladen, noch hinschreiben, von wann das war, was da passiert ist oder raufsprechen mit diesen Voice-Pics. Und schon hat man die Momente verewigt. Melanie kann aber nicht nur aktuelle Fotos von ihren Kindern in die App hochladen, sondern auch Bilder aus alten Alben digitalisieren. Somit werden auch die Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit oder sogar die ihrer Eltern für die kommenden Generationen in der App gespeichert. Mit altbewährten, aber auch neuen innovativen Funktionen wie zum Beispiel VoicePics oder QuickChat, dem Messenger-Tool von Remember Me, steht die App noch am Anfang. In Zukunft will Marco Zimmermann unter anderem das Tool des Familienstammbaums wesentlich erweitern. Wir haben da viele Ideen noch, die kommen. Wir arbeiten an einem Stammbaum sozusagen. Die gesamte Welt ist im Endeffekt ein Stammbaum. Ich habe irgendwann die Möglichkeit, jemanden, den ich meinetwegen in Amerika kenne, auszuwählen und zu gucken, in welcher Verbindung stehe ich zu denen. Bis dahin kann erst einmal jede Familie oder jeder Freundeskreis mit der App die eigene Geschichte dokumentieren und für künftige Generationen bewahren. Wir sind weder Professoren noch Politiker, wir sind keine Schauspieler, wir sind einfach nur die einfache Bevölkerung. Aber und nicht davon, zu einfach, bitte. Ja, aber normal. Und 99% der Menschen oder wahrscheinlich noch mehr sind so wie wir. Ja. Und auch wir wollen dass irgendwas bleibt von uns. Und damit kann man es machen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, Erinnerungen weiterzugeben, finde ich. Und so kann jeder auf digitale Weise unsterblich werden.